So holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 34 tägliches Schlückchen. Dafür müsst ihr das Totenreich Easter Egg mit mindestens den Relikten Spinnenbeute, Zivilschützerkopf und tanzender Annie abschließen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch die Relikte holt, findet ihr Guides dazu in der Beschreibung. Erstellt euch eine Bauart für die Pistole Koda 9, um schnell viele Punkte zu machen. Einen Waffenbauart-Code mit meinem Loadout findet ihr in der Beschreibung. Beachtet, dass ihr einmal Prestige mit der Waffe gemacht haben müsst und alle gezeigten Aufsätze freigeschaltet habt. Erstellt euch dann noch eine Bauart für die Sniper Shadow SK. Mit dem Bild könnt ihr die Sniper auch als Schrotflinte nutzen. Den Waffenbauart-Code findet ihr auch in der Beschreibung. Rüstet den wilden Wächter aus. Erstellt euch mindestens 2 Kaugummi-Pakete. Nehmt für den Start unbegrenzte Ressourcen, Zeitgeschenk, Gratisfeuer, Wandkraft und doppelte Punkte mit. Und für den Bosskampf auffüllen, Gratisfeuer und Regentropfen oder Kraftfass. Nehmt im Koop statt Gratisfeuer Nahtoderfahrung. Sonst sind noch Kaugummis, die euch Geld bringen oder sparen, hilfreich. Und welche zum Überleben bei TED-Aufgaben und für die Easter Egg-Schritte in höheren Runden. Spielt ihr Koop, ist Nachgeschmack noch hilfreich. Rüstet für Stehvermögen die Augmentierungen Pirscher, hartes Ziel und Fußarbeit aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernaut probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Metzel Macchiato Espresso, Schlag und Weg und Krafttraining. Für Tempo Cola klassische Formel, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia Elixier Geruch des Todes, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung sechster Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Rückstoß. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss Doppeldealer, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elemental-Limo Zitrusfokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlicht Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Nehmt für den Napalm-Salve-Munitionsmod Großwild und Kontaktbrand mit. Feuer ist die Schwäche von Eiszombies, Bären und den Köpfen, die beim Bossfight öfter spawnen. Rüstet für den wilden Wächter die Augmentierungen Rasendes Feuer, Erweiterung und doppelte Lage aus. Und für die letzte Phase vom Bosskampf für Heilaura Belastbarkeit, innere Stärke und Schutz. Aktiviert die Relikte Spinnenbeute, tanzender Ani und den Zivilschützerkopf. Nehmt am besten noch ein Relikt Stufe 2 mit, damit ihr eure Waffe auf Stufe 4 verbessern könnt. Auf Relikt Stufe 3 habt ihr auch eine höhere Chance, Mr. Peaks mit einem goldenen Ei zu finden. Mit den Relikten werden Extras schnell teuer, ihr bekommt beim Extras kaufen immer nur zufällige Extras und verliert alle 100 Kills ein Extra, außer ihr habt alle dauerhaften Extras. Holt euch beim Spawn die Coda und verbessert sie das ganze Spiel nicht. Macht damit immer Körpertreffer, um schnell Punkte zu machen. Aktiviert bis Runde 9 den Strom, holt euch die Teile für die Wunderwaffe und platziert die Dose Chili Chunks beim Skallenmarkt. Holt euch dann noch in Runde 9 mit dem Wandkraft-Kaugummi die Sniper Shadow SK bei Türs Schulter. Holt euch dann noch Panzerung auf Stufe 3. Killt in Runde 10 den Bär und baut die Wunderwaffe. Sammelt ab Runde 11 alle Zombies hinter euch. Aktiviert Zeitgeschenk, holt euch das gratis doppelte Punkte-Power bei der Sturmbrücke und aktiviert Gratisfeuer. Haltet dann mit der Coda in die Menge und ihr macht krank viele Punkte. Ihr braucht für alle Extras maximal 72.000 Punkte, je nachdem wann ihr Eselstritt bekommt. Durch die Augmentierung Rückstoß sind Extras ein bisschen günstiger. Lauft dann immer am Anfang einer Runde die gezeigte Route und sucht an den 8 möglichen Spots nach Mr. Peaks. Ihr hört ihn auch schon, wenn ihr in der Nähe seid. Habt ihr einen gefunden, schießt ihn ab und benutzt doppelte Punkte. Öffnet dann das Ei und sammelt das Geld ein. Kauft euch schnell alle Extras und sammelt dann die Extras ein, um eure ersten dauerhaften Extras zu bekommen. Manchmal erscheint Mr. Peaks in einem Spiel mehrmals und manchmal gar nicht. Macht deswegen nebenbei immer die TED-Aufgaben. Kauft immer, sobald ihr mit einer Aufgabe fertig seid, alle fehlenden Extras und sammelt dann die Zufallsextras ein. Behaltet auch eine Wunderwaffe zum Selbstwiederbeleben, wenn ihr eine findet. Legt sie auf den zweiten Waffenslot, da ihr sie fallen lasst, wenn sie auf dem dritten Slot ist, falls ihr nach 100 Kills Eselstritt verliert. Wählen euch mal viele Punkte, benutzt wieder Gratisfeuer und doppelte Punkte und schießt mit der Coda in die Menge. Beendet die Runden dauernd nur mit Fallen, damit ihr nicht dauernd eure Extras verliert.
Kills mit Fallen zählen nicht zu Eliminierungen und ihr verliert so auch keine Extras. Wiederholt das, bis ihr die wichtigsten dauerhaften Extras habt und macht nebenbei die Schritte für das Easter Egg. Holt euch, wenn ihr mehrere Extras verloren habt und sobald die Extras zu teuer werden, Sprudelfontäne, bevor ihr ein Extra kauft, oder nutzt den Kaugummi aufs Haus. Verbessert, sobald ihr genug dauerhafte Extras habt, eure Sniper so hoch es geht und holt euch den Napalm-Salve-Munitionsmod. Verbessert dann eure Einhandwaffe noch mindestens auf Stufe 2. Holt euch die goldene Panzerung, einen Gefechtsbogen, Kasimir-Granaten und die Kaugummis für den Bosskampf. Besiegt dann den Boss und ihr bekommt die Visitenkarte. Einen ausführlichen Guide zum Bosskampf und ein komplettes Gameplay dazu findet ihr in der Beschreibung.